hoch oben inmitten der uralten, kiefernbewachsenen Gipfel Koreas, wo Nebel mit der Morgensonne tanzten und die Luft von zeitlosen Geistern durchdrungen war, lebte eine Kreatur von immenser Kraft und großem Ruhm, der Horangi, der majestätische koreanische Tiger. Seit Generationen durchstreifte seine Art diese Berge, stille und königliche Wächter der Wildnis. Dieser besondere Tiger, mit Fell von der Farbe geschliffenen Goldes und Augen wie Bernsteinschmuck, war in den nahegelegenen Dörfern nicht nur für seine Stärke bekannt, sondern auch für seine beeindruckende Präsenz. Ein Schatten, der über mondbeschienene Pfade fiel, ein Rascheln in den Blättern, das alle anderen Geräusche verstummen ließ. Heute Nacht nagte ein tiefer Hunger an seinem Bauch. Ein Hunger, der ihn von der ruhigen Einsamkeit seines erhabenen Reiches hinabzog, zu den funkelnden Lichtern eines menschlichen Dorfes unten, einem Ort, den er sonst nur aus der Ferne beobachtete. Der Geruch von Vieh, ein verlockendes Versprechen, zog ihn immer näher, jeder lautlose Pfotenabdruck, ein Schritt tiefer in die Welt der Menschen. Das Dorf schlief tief und fest, geborgen in der Umarmung des Tals. Ein paar Hunde bellten in der Ferne. Ihre Rufe hallten durch die stille Nachtluft. Doch bald fielen sie wieder in den Schlaf, ahnungslos über den sich nähernden, lautlosen, gestreiften Raubtier. Der Horangi bewegte sich wie ein Flüstern durch die Schatten. Sein massiver Körper verschmolz, nahtlos mit der mondgetränkten Landschaft, vorbei an Reisfeldern, die unter dem Nachthimmel schimmerten, und schließlich zu den Rändern der schlafenden Häuser. Er hielt nahe eines kleinen, bescheidenen Hanok inne, dessen Wände aus warmem, erdfarbenem Lehm waren und dessen Dach elegant geschwungen war. Ein leises, fast unmerkliches Muhen einer Kuh erreichte seine scharfen Ohren aus einem nahegelegenen Stall. Eine Symphonie für sein hungriges Herz. Seine Augen, scharf wie die jedes Jägers, scannten das Gehöft, bemerkten das flackernde Laternenlicht von drinnen. Und dann ein Geräusch, das von der klaren Nachtluft getragen wurde. Ein Geräusch, das bald alles ändern sollte. Im Inneren des bescheidenen Hanok saß eine junge Mutter, Eomeoni, und wiegte ihr kleines Agi, ihr Gesicht von Erschöpfung und Sorge gezeichnet. Stundenlang hatte das Baby untröstlich geschrien, sein kleiner Körper von Schluchzen geschüttelt, sein Gesicht fleckig rot, den sanften Bitten seiner Mutter gegenüber gleichgültig. Eomeoni hatte alles versucht, Wiegenlieder mit sanfter, melodischer Stimme gesungen, sich im über Generationen gelernten Rhythmus hin und her geschaukelt, einen tröstenden Finger zum Saugen angeboten. Aber nichts half. Die Schreie des Babys durchdrangen die Nacht. Ein roher Laut der Not, der durch das stille Haus hallte und, ihnen unbekannt, die Ohren des furchterregenden Raubtiers erreichte, das direkt vor ihren Mauern lauerte, dessen Aufmerksamkeit sich nun vollständig vom Versprechen einer Kuh abgewandt hatte, hin zum rätselhaften Geheimnis des weinenden Kindes. Der Horangi, obwohl ein Geschöpf des Instinkts und der Wildnis, besaß eine scharfe Intelligenz. Er hatte schon früher menschliche Geräusche gehört. Dorfbewohner, die plauderten, Bauern, die ihre Tiere riefen, das rhythmische Klopfen eines Stößels im Mörser. Aber dieses Geräusch, dieses unaufhörliche, durchdringende Wehklagen, war neu. Er drückte sich näher an das dünne Papierfenster, seine kräftigen Muskeln angespannt, völlig gefesselt von dem Drama, das sich darin abspielte. Er stellte sich vor, was ein so kleines menschliches Wesen so heftig zum Weinen bringen könnte und was es zum Schweigen bringen könnte. Sicherlich würde die Mutter seinen Namen nennen, den des mächtigen Horangi, ein Name, der allen Lebewesen Schrecken einjagte. Er wartete, seine Ohren zuckten, bereit für den Moment,
in dem sein furchteinflößender Ruf beschworen würde, und erwartete, dass das Kind bei der bloßen Erwähnung seiner ehrfurchtgebietenden Präsenz augenblicklich sein Wehklagen einstellen würde. »Aji«, säuselte Eomeoni, ihre Stimme ein sanftes Klagen. »Wein nicht, wein nicht. Es gibt böse Wölfe, Neugdai in den Bergen. Sie könnten dich hören.« Das Baby jedoch schrie nur lauter. Seine kleinen Lungen schienen unerschöpflich. Der Horangi draußen sträubte sich leicht bei der Erwähnung von Wölfen, seinem uralten Rivalen, doch er verspürte keine Angst. Er spottete innerlich. Wölfe waren nichts im Vergleich zu ihm. Eomeoni seufzte dann: »Es gibt Geister, Wisin, die nachts herauskommen, Ashi. Sie werden dich schnappen, wenn du weiter weinst.« Dennoch verstärkten sich die Schreie des Babys, ein unaufhörlicher Strom von Geräuschen. Der Tiger war verblüfft. Wölfe? Geister? Das waren doch nur flüchtige Schatten und geringfügige Belästigungen im Vergleich zu seinem eigenen majestätischen Schrecken. Er wartete auf seine Reihe, sicher, dass sein Name diesen winzigen, hartnäckigen Menschen endlich Stille bringen würde. Erschöpft, am Ende ihrer Weisheit, wurde Eomeonis Stimme sanfter, brach fast vor Müdigkeit. »Oh, Agi, bitte hör auf zu weinen. Weißt du denn nicht, dass ein Horangi, ein großer Tiger, heute Nacht von den Bergen herabkommt?« Sie sprach den Namen mit gedämpfter Ehrfurcht, als letzten Versuch. Der Tiger draußen blähte seine Brust. Ein Aufblitzen von Stolz in seinen bernsteinfarbenen Augen. »Endlich«, dachte er, »jetzt wird dieses Kind sicherlich verstummen und wahre Macht erkennen.« Er wartete auf die augenblickliche, erschrockene Stille. Doch zu seiner völligen Verblüffung schrie das Baby nur lauter. Ein roher, wütender Schrei, der seine Existenz zu verspotten schien. Eomeoni, besiegt, erinnerte sich dann an ein letztes Mittel, eine einfache Leckerei, die oft verwendet wurde, um launische Kinder zu beruhigen. »Schon gut. Schon gut, mein Kleines«, flüsterte sie, ihre Stimme erfüllt von verzweifelter Hoffnung. »Wein nicht. Eine getrocknete Kaki, Gottgam, kommt.« In dem Moment, als die Worte getrocknete Kaki, Gottgam, Eomeonis Lippen verließen, kehrte eine fast wundersame Stille in den Raum ein. Das Baby, mitten im Weinen, keuchte, dann verstummte es langsam, zögernd. Seine zitternden Lippen verstummten, seine tränengefüllten Augen blinzelten. Und dann, mit einem leisen Schniefen, legte es sich in die Arme seiner Mutter, völlig ruhig, fasziniert von dem Versprechen. Draußen erstarrte der Horangi. Sein kolossaler Körper, gewöhnlich so furchteinflößend, begann zu zittern. Eine getrocknete Kaki? Dachte er, sein Verstand raste. Wölfe haben dieses Kind nicht erschreckt. Geister haben dieses Kind nicht erschreckt. Sogar ich, der mächtige Horangi, habe dieses Kind nicht erschreckt. Aber die bloße Erwähnung eines, Gottgam, lässt es sofort verstummen. Eine kalte Furcht, anders als alles, was er je gekannt hatte, sickerte in seine Knochen. Diese getrocknete Kaki musste das furchterregendste, mächtigste Geschöpf auf der ganzen Welt sein, weit furchteinflößender, als er, der König des Berges, es sich jemals vorstellen konnte. Während der große Horangi sich vor Schrecken zusammenkauerte, sein Geist monströse Bilder der mysteriösen getrockneten Kaki heraufbeschwörend, schlich eine andere Gestalt durch die mondbeschienenen Schatten des Dorfes. Dies war der Doduk, der Dieb, ein Mann von drahtiger Statur und unsteten Augen,
dessen Lebensunterhalt vom ruhigen Schlaf anderer abhing. Er bewegte sich mit geübter Heimlichkeit. Seine abgetragene Kleidung verschmolz mit der Nacht. Seine bloßen Füße machten kaum ein Geräusch auf der gestampften Erde. Sein Ziel? Genau derselbe Stall, der den Tiger angezogen hatte. Heute Nacht wollte er eine wertvolle Kuh befreien, sich die Münzen vorstellend, die sie auf dem Markt einbringen würde. Er hatte die fernen Schreie des Babys zuvor gehört, sie als bloßes Hintergrundgeräusch abgetan. Und jetzt schien die ungewöhnliche Stille im Dorf seine Aufgabe nur zu erleichtern. Er schlich sich zum Stall. Sein Herz pochte vor einer Mischung aus Erwartung und dem üblichen Diebesfieber, völlig ahnungslos über den verängstigten katzenartigen Wächter, der nur wenige Meter entfernt stand. Der Dieb schlüpfte leise in den Stall. Der reiche, erdige Geruch von Heu und Vieh füllte seine Nasenlöcher. Es war stockfinster drinnen, abgesehen von einem Mondlichtstreifen, der durch einen Riss in der Wand drang und die große, dunkle Form dessen, was er für die Kuh hielt, kaum beleuchtete. Der Horangi, draußen immer noch von Angst gelähmt, sah, wie sich die Stalltür öffnete und dann wieder schloss. Seine Panik eskalierte. Er stellte sich vor, wie die getrocknete Kaki den Stall betrat. Vielleicht um zuerst die Kuh zu konfrontieren, bevor sie zu ihm kam. Er zitterte stärker. Schweißperlen bildeten sich auf seinem majestätischen Fell. Währenddessen streckte der Dieb, unfähig, Details in der drückenden Dunkelheit zu erkennen, die Hand aus und tastete nach dem Rücken der Kuh. Er fand eine große, feste Form, perfekt positioniert für eine schnelle Flucht. Ausgezeichnet, dachte er, diese Kuh ist heute Nacht sanftmütig. Mit einem Anstrengungsstöhnen hiefte sich der Dieb auf den warmen, überraschend weichen, aber unbestreitbar muskulösen Rücken dessen, was er für die Kuh hielt. Er richtete sich ein, seine Beute in die Nacht zu führen. Doch genau in diesem Moment durchzuckte ein Schock urzeitlicher Furcht den mächtigen Horangi. »Es ist hier«, schrie der Verstand des Tigers. »Die getrocknete Kaki hat mich gefunden. Sie ist auf meinen Rücken gesprungen. Sie wird mich verschlingen.« Die Luft knisterte förmlich vor der plötzlichen, unverfälschten Panik des Tigers. Ohne einen Moment zu zögern, angetrieben von einer so tiefen Angst, dass sie jegliche Vernunft und jeden Raubtierinstinkt überlagerte, stieß das enorme Tier einen gurgelnden Schrei aus. Nicht vor Wut, sondern vor reinem, unheiligen Schrecken. Es brach aus dem Stall hervor, ein verschwommener Fleck aus goldenen Streifen und weit aufgerissenen, panischen Augen, stürmte mit der Geschwindigkeit eines verzweifelten Flüchtlings in die Nacht und ließ den Dieb verblüfft und um sein Leben klammernd zurück. Für ein paar schreckliche Momente war der Dieb völlig desorientiert. Er saß nicht länger auf einer langsamen, schwerfälligen Kuh, sondern auf einem Geschöpf von immenser Kraft und blendender Geschwindigkeit, das durch die Nacht raste. Der Boden verschwamm unter ihnen. Der Wind peitschte ihm ins Gesicht. Dann, als der Tiger in eine mondbeschienene Lichtung stürmte, erhaschte der Dieb einen Blick auf das markante goldene Fell und die schwarzen Streifen seines Reittiers. Ihm gefror das Blut in den Adern. »Ein Tiger«, schrie sein Verstand. Ein lautloser Schrei seines eigenen. Ich reite auf einem Tiger. Genau das Tier, das er immer gefürchtet hatte, das legendäre Raubtier der Berge, war unter ihm und galoppierte wie ein Wahnsinniger durch die Dunkelheit. Eine Welle des Schreckens, gleich der des Tigers, überrollte ihn. Er war kein Dieb mehr, der Gewinn suchte, sondern ein verzweifelter Mann, der um sein Leben kämpfte, sich an den Rücken des Todes selbst klammernd. Der verängstigte Horangi, überzeugt,
dass die getrocknete Kaki eine unnachgiebige, clownbewehrte Bedrohung war, die sich an seinen Rücken klammerte, rannte schneller, als er je in seinem Leben gerannt war. Er riss durch Felder, krachte durch Büsche und sprang über Bäche. Seine Lungen brannten, sein Herz hämmerte gegen seine Rippen. Der Dieb, gleichermaßen verängstigt, wusste, dass Loslassen den sicheren Tod bedeutete, doch Festklammern fühlte sich an, als würde er das Unvermeidliche nur hinauszögern. Jeder ruckartige Sprung, jede plötzliche Ausweichbewegung drohte ihn abzuschütteln, doch die Verzweiflung gab ihm unmögliche Kraft. Er schloss die Augen, stemmte sich gegen den Wind, betete für den Morgengrauen, für Rettung, für alles, was diesen Albtraumritt beenden würde. Der Tiger indes spürte, wie sich der unerbittliche Griff bei jeder verängstigten Bewegung seines Passagiers festzog, was seine schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Die getrocknete Kaki war mächtig, zäh und anscheinend unmöglich abzuschütteln. Nach dem, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, entdeckte der erschöpfte Horangi, nach Luft ringend, einen hochaufragenden Kaki-Baum, Gamamu, schwer behangen mit Früchten, neben einem kleinen, isolierten Schrein, Dangsan Namu. Eine Idee, geboren aus Verzweiflung und der anhaltenden Furcht vor seinem mythischen Peiniger, blitzte in seinem panischen Geist auf. Vielleicht, wenn es sich an der rauen Rinde rieb, würde die getrocknete Kaki endlich abgeschüttelt werden. Mit einem plötzlichen, ruckartigen Halt, der den Dieb beinahe abwarf, stürmte der Tiger auf den Baum zu und rieb seinen Rücken heftig an dem knorrigen Stamm. Der Dieb, gleichermaßen desorientiert durch das abrupte Anhalten, klammerte sich noch fester. Seine Nägel gruben sich in das Fell des Tigers. Verzweifelt, nicht zu fallen. Der Tiger schrie erneut, überzeugt, dass die getrocknete Kaki sich noch fester klammerte und seine Bemühungen verspottete. Der Dieb, schwindelig und verängstigt, spürte, wie sein Griff zu schwächeln begann. Er wusste, dies war seine einzige Chance. Er bemerkte einen tief hängenden Ast des Kaki-Baumes. Dick und stabil. Mit einem Adrenalinstoß passte er seinen Zug ab, indem er das heftige Reiben des Tigers am Baum nutzte. Gerade als das Tier sich für ein weiteres panisches Reiben gegen den Stamm warf, schleuderte sich der Dieb nach oben und ergriff den stabilen Ast mit beiden Händen. Er hing einen Moment lang gefährlich, seine Füße baumelten, während der Tiger, ahnungslos, seine verzweifelten Versuche fortsetzte, seinen phantomartigen Peiniger abzuschütteln. Dann, mit einem verzweifelten Ruck, zog er sich auf den Ast, kletterte höher in den Baum, keuchend und zitternd, endlich befreit von seinem schrecklichen Ritt. Der Horangi setzte sein wütendes Reiben noch ein paar quälende Momente fort. Überzeugt, dass die getrocknete Kaki immer noch mit übermenschlicher Kraft an ihn hing. Dann, als es endlich anhielt, schwer atmend, spürte es nichts. Mit einem zögernden Blick über die Schulter, dann einem gründlicheren Drehen des Kopfes, erkannte es langsam, dass sein Rücken völlig leer war. Die getrocknete Kaki war weg. Eine so tiefe Erleichterung, dass ihm fast die Knie einknickten, überrollte das große Tier. Er hatte es geschafft. Er hatte das furchterregendste Geschöpf der Welt besiegt. Einen triumphierenden, doch immer noch leicht zitternden Schrei ausstoßend. Einen Schrei nicht des Sieges über einen physischen Feind, sondern der Flucht vor einem psychologischen Peiniger, drehte sich der Tiger um und floh, nicht in Richtung Dorf, sondern tiefer in die Berge, schwor, niemals an diesen schrecklichen Ort zurückzukehren, wo solche Schrecken wie die getrocknete Kaki lauerten.
Als der erste sanfte Hauch des Morgengrauens den östlichen Himmel malte und sanfte Rosa- und Goldtöne über das ruhige Dorf verbreitete, kehrte ein Gefühl der Ruhe zurück. Die Mutter, Eomeoni, erwachte zum sanften Atmen ihres Babys, glückselig ahnungslos über das nächtliche Drama, das sich direkt vor ihren Mauern abgespielt hatte. Ein Drama, das von einer einfachen, getrockneten Frucht ausgelöst worden war. Der Dieb, kalt und erschüttert, stieg schließlich vom Kaki-Baum herab, gab seine Diebespfade auf und schwor, das Schicksal nie wieder in der Toten der Nacht herauszufordern. Und der Horangi, der mächtige Tiger, floh für immer aus dieser menschlichen Siedlung, seine Erinnerung für immer befleckt vom eingebildeten Schrecken der getrockneten Kaki. Es war in sein Bergheiligtum zurückgekehrt, doch die Erfahrung hatte es demütig gemacht und den König der Tiere in ein Geschöpf mit einem neu gefundenen, komischen Respekt vor dem Harmlosen verwandelt. Und so endet das alte koreanische Volksmärchen von Der Tiger und die getrocknete Kaki. Eine zeitlose Erinnerung daran, dass Angst, wenn sie sich im Geist festsetzen darf, eine weitaus potentere und furchterregendere Kraft sein kann als jede reale Gefahr. Der Tiger. Gewohnt, das ultimative Raubtier zu sein, wurde nicht durch Stärke oder List besiegt, sondern durch seine eigene Vorstellungskraft, durch seine Unfähigkeit, etwas so Einfaches und doch so Wirksames wie eine kleine, süße Trockenfrucht zu begreifen. Es lehrt uns, dass das, was wir als Bedrohung wahrnehmen, oft durch unsere eigenen Ängste übertrieben wird. Und dass manchmal die unerwartetsten Dinge die größte Wirkung entfalten können. Sei es zum Trost oder zum Schrecken. Wenn Sie also das nächste Mal vor einer Herausforderung stehen, erinnern Sie sich an den Horangi und fragen Sie sich, ist das wirklich ein wilder Tiger oder nur eine getrocknete Kaki? Welch eine bezaubernde Reise haben wir ins Herz eines geliebten koreanischen Volksmärchens unternommen, wo selbst der mächtigste Tiger von einer einfachen getrockneten Kaki gedemütigt werden kann. Diese Geschichten sind mehr als nur Erzählungen. Sie sind Flüstern aus der Vergangenheit, gefüllt mit Weisheit und Wundern. Wir hoffen, Sie haben dieses von Ghibli inspirierte Abenteuer genossen. Wenn diese Geschichte von Verwechslung und komischem Schrecken Ihnen ein Lächeln ins Gesicht oder einen Funken in Ihre Vorstellungskraft zauberte, zeigen Sie uns bitte Ihre Unterstützung. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, unseren Kanal für weitere magische koreanische Volksmärchen zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu läuten, damit Sie kein Abenteuer verpassen. Teilen Sie Ihren Lieblingsteil der Geschichte unten in den Kommentaren mit, war es der verängstigte Tiger, die geniale Mutter oder der verwirrte Dieb? Bis zu unserer nächsten Reise. Annyeong!